Tag. Wir treffen uns heute in einem Dorf in Bujagali Jinja. Ich unterhalte mich mit einem traditionellen Medizinmann und er erzählt uns ein bisschen, was er so macht. Hello, thanks for having us. Yeah. Tell us, where are we and what is your job? Yeah. My name, I am Mugabe Moses Salongo. My village it is Bujagali village. I'm a traditional doctor for 40 years. Gut, wir sind in Bujagali im Dorf und er ist ein Doktor, ja, ein traditioneller Doktor. Wir sind hier in der Praxis sozusagen. Es gibt hier verschiedene kleine Häuser, wo er mit seinen Kollegen behandelt. What do you treat? What can you treat? And what are the problems most people have when they come to you? Abantu bayidda nga obwavu bubaluma nga bazira mikisa bayidda twabayidda ndaba bafuna emikisa bajja bafuna emirimu. Okay. Also es gibt eine Vielzahl an Problemen, die er behandeln kann. Zum einen sind es gesundheitliche Probleme, wie beispielsweise Schwierigkeiten, schwanger zu werden, ja, Fertilität, Fruchtbarkeit oder auch wenn man einen Schlaganfall hatte und die Gliedmaßen nicht durchblutet werden, das kann er behandeln. Er kann Kopfschmerzen behandeln, er kann Unwohlsein behandeln. Und dann gibt es aber auch noch die spirituelle Seite. So wird das genannt, wenn die Menschen verrückt geworden sind. Es gibt 3 verschiedene Kategorien von Verrücktsein. Zum einen, wenn die Vorfahren ein Baby verflucht haben. Ja, also es kann sein, dass ein Cousin ein Baby bekommt und das Baby scheint verflucht. Dann kann er helfen. Es gibt die Art von Verrücktsein, wenn chemische Drogen konsumiert worden sind, zu viel Alkohol oder Kokain. Und es gibt die 3. Kategorie und das ist Witchcraft. Also wenn noch lebende Wunderheiler oder Hexen oder Hexer eine Person raussuchen und mit Voodoo verhexen. All in diesen Fällen kann er helfen. And how do you help when someone is mad? What do you give? If someone is mad, we tutabula eddagala. They mix eddagala ery'okumutonyeza mu nnyindo. And they put in the nose. So you mix it with water? We mix it with what? Tutabula mukondwa, abachi, bakitia. So this is a mixture of different things, powder. So how do I, if I'm the mad person, how do I? So just powder. You inhale. Inhale, sniff. Yes. Inhale. Also wenn jemand akut kommt, manchmal so schlimm, dass sie zusammengebunden werden müssen, dann wird diese Mixtur gegeben. Das ist ein Puder, zusammengemixt aus verschiedenen Kräutern. Und das wird dem Patienten oder der Patientin in die Nase verabreicht. Dann wird man ganz ruhig und der Körper beruhigt sich. Und nach einigen Tagen fühlt man sich besser und ist geheilt im besten Fall. Ja? And what are your limits? What can you not treat? Endwadde totasobola kuyidandaba dentajaamu n'ensimbu tedijaamu. Dinge, die er nicht behandeln kann, sind Bilharziose. Das ist ein Parasit aus dem See, der sich in den Körper gräbt und nach einer Weile die Organe angreift. Das geht so weit bis zum Organversagen. Das kann nicht behandelt werden. Krebs kann nicht behandelt werden und Epilepsie kann auch nicht behandelt werden. How big is the success, for example, for fertility or blessings? Person babanga out of 10, 7 can get it pregnant. Yes. Then because there is a different problems. Yes. Yeah? Yes. What causes? Of course. Yeah.
Und for blessing? For And blessing. What Yeah. about a mixer? Emikisa. Bameka abaida ye. Emikisa ndidi nti Kwikumi. kwikumi omunaana guwona. 8. 8 8, blessing. yes. Like Okay. I want a job, Quite a good rate. 8%. Okay. Ja. Die Erfolgsrate, die ist unterschiedlich, je nachdem, wie schwer das Problem ist. Er sagt, von 10 Frauen, die gerne schwanger werden möchten, werden 7 tatsächlich schwanger. Und von den Personen, die einen Job sich wünschen, die sich Glück wünschen, die erfolgreich sein möchten, sind es schon 8 von 10. Wir haben hier ein Beispiel von einer Person, das gesegnet werden möchte. Hier stand gerade eben noch ein Motorrad. Der Besitzer hat sich das Motorrad gekauft und hat dem Doktor ein Huhn gebracht, damit er das Motorrad segnet und auch den Besitzer segnet, damit er keinen Unfall hat mit dem Motorrad und damit das Motorrad nicht geklaut wird, damit er also gesegnet wird. And what are like challenges? Challenges. What is difficult for you as a doctor? Yeah. mukukalubizibwa mu mulimu gwo gw'aba dokita. Mulimu gwo was the problem to search the medicine. Yes. Emiti gyabula. Mulezi People have gwabula. cut down other trees, so now trees are not so common, so he gets challenges to look for trees. Also eine große Herausforderung, vor der er steht, ist, dass die Kräuter, die er braucht, abgeholzt werden. Ja, also aus verschiedenen Gründen, weil gebaut werden möchte und weil andere Menschen vielleicht nicht Bescheid wissen, werden also diese wertvollen Pflanzen einfach abgeholzt und er kann seine Medizin nicht mehr bekommen. Manchmal muss er sogar weit fahren bis in den Kongo, um die gebrauchten Kräuter zu bekommen. Okay, and one last question is, how did you get all the knowledge? Was your father also a medicine man? Is it a tradition in your family, or how did you become? How did you Okay. become? We have a local spirit. Yeah. Bujakali? Bujagali, and in the family we have our spirits. Then that spirits, they show us. They show us that that tree it is used like that. That tree you use for this. Sehr interessant. Also er sagt, das Wissen, um ein traditioneller Doktor zu werden, kommt einerseits aus dem Elternhaus, ja, aus der Tradition heraus, so dass der Großvater dem Vater etwas erzählt, und der Vater dem Sohn. Aber es gibt die spirituelle Seite und dort wird ein Kind aus der Familie ausgewählt und zu diesem Kind sprechen dann Stimmen, Spirits. Also ja, es gibt verschiedene Definitionen dafür, aber es ist etwas Übernatürliches, woher das Wissen generiert wird. Ja? Die Stimmen sprechen zu dem auserwählten Kind und so bekommt das Kind das Wissen. And how did it start with you? How did you know that you are chosen? And the spirit started talking to him. Like, when was that moment? I want to hear the story when it's happened. Nali muto, I was a child. You are a child, yeah. But they get a sign is they starting with dreams. Yeah. They show very many things. See, when you are the heroes, when you the Nairos, when the waters, they show something. Also er sagt, es beginnt alles mit Träumen. Er war 6 Jahre alt, wo er von Schlangen geträumt hat, wo er beim Nil war, wo er am See war und dann gab es einen Löwen und das sind alles Zeichen, ja, dass man der Ausgewählte ist und er fing an mit dem Ältesten der Familie zu sprechen und derjenige bestätigt, ja, das sind definitiv Zeichen, die kommen aus dem Spirituellen und zeigen uns, dass er der nächste Doktor wird. Also er sagt, was für ihn immer er sagt, was für ihn immer
wunderbar ist und auch fast nicht zu glauben, wenn Menschen in einem ganz kritischen Zustand hierher kommen. Sie werden in der Hütte von ihm behandelt. Es gibt keine Hoffnung für ihr Überleben und sie schaffen es, wieder zum Leben zu kommen. From that, and I think We filmed the blessing. yeah, when they are doing the blessing to the new Okay, when are they doing it now? yeah, yeah, we can Okay, gut, ja. Listen, do that. the intro. Das Huhn und dann, Ja, töten das Huhn. und dann kommt Blut auf so. Weißt du das? Ah, no, we don't know. Not, Ah, we don't know. Okay, so, We don't listen to that. okay, gut. Das hat er gemacht. Jetzt, Let you be surprised. ja, gut. Wir werden jetzt dabei sein, wie das Motorrad gesegnet wird und wir schauen uns mal an, was da passiert. Gut. Ah, super spannend. Thank you so much. Now the blessing, yeah, for Yeah. the bike. Yeah.